Herzlich willkommen bei Chronisch Ehrlich. Heute mit Lucia. Lucia ist die Gründerin von Eat With Me. Und du bist nicht nur eine wunderbare Köchin, sie hat nämlich auch eine wunderbare Karriere hinter sich. Und das weiß ich erst, seit Roland, dein Mann, mit einem Riesenordner gekommen ist, mit verschiedenen Medaillen, die du schon gewonnen hast. Du bist Konditormeisterin und jetzt hast du dich spezialisiert auf die Ernährung von Anthony William. Und ja, herzlich willkommen, ich freue mich, ich habe jetzt schon Hunger. Möchtest du noch was sagen, was wir heute machen? Ja, ich freue mich auch jetzt auf diesen Workshop, wollte ich schon sagen, ja, auf diesen Grill. Das ist ein Workshop, ja. Ich freue mich schon, ich werde ganz viel lernen. Wo kommt das alles hin? Auf den Grill, habe ich mir sagen lassen? Richtig, es kommt alles auf den Grill. Super, oder? Ja. Wir können endlich grillen. Endlich grillen. Vegan und Anthony William konform. Unglaublich toll. Mega. Ja, womit starten wir? Wir starten mit den Grillspießen. Da haben wir hier alles vorbereitet und dazu kommt dann eine Cocktailsoße. Was meinst du? Du darfst mir sagen, was ich machen soll, gell? Ich bin deine Assistentin. Cool, so was habe ich mir immer schon gewünscht. Ja, super, Assistenz in der Küche. Ich weiß nicht, ob ich die Beste bin, aber ich gebe mir Mühe. Ich bin mir sicher, du bist die Beste. Cool. Ja gut, soll ich dir die Sachen rübergeben? Ja, gerne. Wir starten mit den Champignons, die werden wir schreddern. Ja. In unserem Maggi-Mix. Die kannst du gleich hier reinkippen. Ja, genau. Super. So. Strom hat es auch. Super. Die werden fein geschreddert, aber nicht so fein, dass du Püree hast. Einfach, dass noch eine gewisse Struktur da ist. Also Priscilla, die kannst du mir hier durch dieses Tuch, also kannst du mir hier reinkippen. Zeige ich das, die Konsistenz. Einfach so ähnlich wie Hackfleisch, oder? Ja, da gibt es Werkzeug. Das ist schön, oder? Wenn jemand für dich die Arbeit erledigt. Hey, das ist toll. Ich würde sagen, es reicht schon. Es reicht schon, okay. Ja. Nicht so perfektionistisch. Nein, genau. Wir wollen vorankommen. Richtig, das auch. Also hier habe ich Sonnenblumenhack eingeweicht in Wasser. Das sieht wirklich aus wie Hackfleisch. Genau, das ist eingeweicht in Wasser. Da reicht kaltes Wasser, 10, 15 Minuten. Okay. Und wir müssen ja einfach aus beiden Zutaten, aus den Champignons und aus dem Sonnenblumenhack, die Flüssigkeit rausdrücken, dass es einfach eine trockene Masse wird. Okay. Später kann man immer noch Flüssigkeit hinzugeben, aber jetzt kommt das mal hier durch. Und jetzt darfst du das schnappen und gut ausdrücken. Ja, du machst das schon wunderbar. Ja. Einfach, dass es schön trocken ist. Ah ja, super. Ein bisschen nachdrücken. Okay. Das kommt alles in eine Schüssel. Ja, es sieht schon sehr fleischig aus. Ja. Okay, dann kommen noch hinzu, ich habe hier rote Zwiebeln. Ja. Knoblauch habe ich hier schon gepresst, weil das wird im Maggi-Mix nicht ganz so fein. Da hat man immer noch ein paar Stücke drin. Kidneybohnen, man kann auch schwarze Bohnen verwenden, einfach vorgekocht. Okay, ja, einfach weich. Vorgekochte Bohnen. Alles das im Mixer. Also da rein. Also dann gibt es hier Leinsamen, Walnüsse auch dazu geben. Walnüsse und Leinsamen. Genau. Dann gibt es hier jede Menge Gewürze, weil ich finde, die Gewürze machen es aus. Oh, das sieht so schön aus, muss ich in die Kamera halten. Wir haben Rosmarin, Oregano, Majoran, Pfeffer, geräucherte Paprika, Salz, Kreuzkümmel, Knoblauchpulver und Zwiebelpulver. Auch alles dazu. Sicher. So. Einmal gut mixen. So. Unsere Haferflocken haben gefehlt. Und die Haferflocken, die machen es dann noch ein bisschen fester, gell? Richtig, genau.
Das ist gut. Priscilla, du darfst wieder das hier zu dieser Champignon-Sonnenblumenhackmischung geben. Ja. Cool. So, Ja. ja, jetzt stellt sich die Frage, du oder ich? Du. Bist sicher? Okay, sie hat gesprochen. So, jetzt wird alles gut vermischt. Das ist die beste Küchenmaschine, oder? Ah, ich liebe das, ja. Jetzt fehlt noch was Grünes. Hier habe ich Petersilie vorgehackt. Kannst du alles reingeben, genau. So. Und wenn man das jetzt noch ein bisschen stehen lässt, dann wird das noch ein bisschen fester werden. Wenn es jetzt auch jemandem zu weich sein sollte, kann man immer noch ein paar Leinsamen oder Haferflocken hinzugeben. Aber normalerweise müsste das so gut sein. Mhm. Grillspieße. Feuchte Hände. Oh. Klappt ein bisschen besser. Und die hast du auch ins Wasser gelegt? Genau, die habe ich auch ein bisschen ins Wasser gelegt. Ein bisschen eingeweicht. Und das reicht vollkommen, wenn man die hier einfach ein bisschen drauf drückt. So. So, und wir können jetzt aus dieser Grillspießmasse können wir jetzt noch Zucchini-Taschen machen. Ich habe hier noch Reis von heute Mittag, der übrig blieb. Und wir können hier einfach ein bisschen von der Masse nehmen und mit Reis mischen. Und dann verkneten. Ja. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass nicht doch du die ganze Arbeit machst, gell? Genau. Sonst habe ich unseren Zuschauern zu viel versprochen, dass ich deine Assistentin bin. Ja, du weißt ja, worum es jetzt geht. Zucchini-Scheiben, die habe ich fein gehobelt. Genau, perfekt. Ist das richtig so? Ja. Genau, das ist richtig. Ich glaube, da machen wir noch... Ah, so ein Kreuz. Genau. Oder es reicht eines, warte. Ja, super. Bisschen Füllung. So. Oben, unten, seitlich. Und fertig. Oh, das schaut so cool Oder? aus. Mega. Oder wir machen sie doch doppelt so groß. Ein bisschen einfacher zum Rollen. So. Genau, noch ein bisschen Füllung. Und dann einfach verschließen, genau. Einmal von oben, dann von der Seite, genau. Genau. Von der jetzt? Ja. Perfekt. Umdrehen und fertig. Und wenn jemand braucht, kann man die noch mit Zahnstochern verschließen. Das heißt, wir haben Spießchen, Zucchini-Taschen Richtig. für auf den Grill. Genau. Legen wir mal das hier ab. So. Im nächsten Schritt. Ja, darf ich rühren? Ja, du darfst rühren. Unsere Cocktailsauce für die Grillspieße und für die Zucchini-Taschen. Was hast du da drin? Hier habe ich schon Sesammus, also Tahini. Ja. Ja, und jetzt fügen wir noch alle weiteren feinen Zutaten hinzu. Ja. Ich habe Zitronensaft, Ja. Ahornsirup, dann Coconut Aminos, geräuchertes Paprikapulver, Salz,
Knoblauchpulver und Zwiebelpulver. Tomatenmark, sorry, ich greife hier schnell rein. Ja. Noch unser Wasser. Flotsch. Super, mit dem Das Wasser. riecht schon so gut. Ja. Unsere Zuschauer können das ja nicht riechen, aber es riecht so lecker. Und mit dem Wasser kann man super dann die Konsistenz bestimmen. Ja. Ja, wenn es jemand ein bisschen dicker oder dünner möchte. Ja, das war es eigentlich schon. Das ist die Cocktailsoße. Okay. Nächster Schauen wir. Schritt Nächster Schritt. in unserem Sommergrill-Event. Ja. Also, wir werden im nächsten Schritt Hummus zubereiten. Den brauchen wir als leckere Füllung für unsere Dosa später. Oh, das klingt mega. Ja. Eine indische Spezialität, die wir dann später füllen werden und grillen werden. Aber zuerst noch ein bisschen Vorbereitungsarbeit. Hummus. Hummus. Ja, Alles alles, zu uns Hummus. alles in den Vitamix. Alles in den Vitamix. Genau. Also, das ist Gehen der wir da. Vitamix. Ja? Genau. Das macht nichts. Es wird in dem auch funktionieren. Okay. Kichererbsen. Und ich habe hier Tomatenmark, Ja. 2 Knoblauchzehen und eine Zwiebel. Zwiebel. Genau. Sesammus. Ahornsirup. Das ist bei mir überall drin, Ahornsirup. Ich liebe das. Ja, ich mag das auch total. Zitronensaft. Salz, Kreuzkümmel und Pfeffer. Oh, und ich liebe Kreuzkümmel über Ich auch, alles. ja. Es ist jedes Mal so, als wäre man beim Inder. Das stimmt. Und Wasser. Wasser. So, da. Einmal mixen. Oh, warte. Weiß ich nicht wie rum. Kräuter. Ja. Kräuter. Ich helfe dir gleich beim italienische Kräuter. So. Einschalten. So, da. Fertig. Yay. Da hat er gut für uns gearbeitet, Er oder? macht das super. Ja. So, da. Das kommt auch alles in der Schüssel. Ach, Lucia, das ist so lecker. Ich will jetzt schon anfangen zu essen. Super, unser Hummus ist jetzt auch fertig. Den stellen wir mal zur Seite. So, unterdessen ist der Vitamix gewaschen. Perfekt. Also, Füllung vorbereitet. Ich denke, wir switchen noch zum Salatdressing für unseren Salat, dass wir das fertig haben. Ja. Dazu brauchen wir wieder diesen Mixer. Ja. Also ich habe vorbereitet Orangensaft, ausgepresst, Zitronensaft, Zitronensaft. genau, ein wenig Ahornsirup und eine Knoblauchzehe. Dann Erdbeeren Oh, das wird so lecker. und ein paar Pistazien. Es wird ein Erdbeer-Pistazien-Dressing. Das klingt so gut. Genau. Und noch ein Schluck Wasser. Deckel drauf. Genau. Ja, super, super. Ich lerne schnell, Ja. gell? Und wie? So, da. Unser Dressing ist auch fertig. Mega. Wir kippen das einfach hier rein. Ja. Abschmecken können wir später nochmal mit Salz. Perfekt. Wow, Super. den gebe ich auch mit drauf. Den können wir so. zur Seite stellen. Ja. Den brauchen wir erstmal nicht. Also das Dressing ist fertig. Wir machen im nächsten Schritt unsere Dosa.
Die Dosa. Genau, das sind Woraus entstehen die? sind so wie Crepe oder Pfannkuchen und wie gesagt, es ist indisch und schmeckt einfach mega fein. Ich finde, dieses Rezept lohnt sich. Mag zwar ein bisschen aufwendig klingen, ist es aber eigentlich gar nicht. Also ich habe hier in 2 Schüsseln getrennt. Ich habe einmal Reis eingeweicht über Nacht. Ja. Das war Basmati-Reis. Und hier Urid-Dal-Bohnen oder Urtbohnen. Und das Reis, war das gekocht oder einfach Nein, so genau, Reis? ganz roh. Das weichst du ein über Nacht in kaltem Wasser. Ja. Und später mixt du beide Sorten getrennt im Mixer Ja. mit einer bestimmten Anzahl von Wasser. Aber das Rezept gibt es ja dann später dazu. Okay, wie heißen die Linsen nochmal? Das sind die Urid Dal und das ist einfach Reis. Okay. Urtbohnen. Also es sind Bohnen. sind das. Genau. Okay. Die gibt es in indischen Fachgeschäften. Und was man macht, ist das Mixen. Nach ungefähr 12 Stunden Einweichzeit, dann werden beide Sorten gemixt, in eine Schüssel gegeben, separat. Und dann wird das nochmal 12 Stunden bei Zimmertemperatur stehen gelassen und dann fängt das richtig schön an zu fermentieren. Man könnte auch beide Sorten zusammen machen, aber ich finde, es wird nochmal ein bisschen fluffiger, wenn du die Bohnen extra machst und den Reis. Ja. Also, wir kippen jetzt nun beide Sorten zusammen. Ja. Genau. Du hast schon das richtige Werkzeug. Perfekt. Geht das? Ja. Super. Ja, das hat Ja, echt eine coole perfekt. Konsistenz. Es ist so luftig auch ein bisschen, gell? Genau. Super. Mega. Super. Also das ist jetzt eine recht dicke Masse. Und ich würde zuerst immer ich sage jetzt Pfannkuchen, ich würde den jetzt einfach immer mal probieren und man kann immer noch Wasser hinzugeben. Ja. Aber hier weiß ich, die Masse ist definitiv zu dick. Ja. Jetzt geben wir noch einen Schluck Wasser dazu. Oh, ich freue mich schon. Und das kommt dann zusammen mit einer Füllung auf den Grill, oder wie? Genau. Aber man könnte die auch so essen, die Pfannkuchen. Man könnte die auch so essen. Also Womit super füllt zu. man die dann eher mit salzigen oder mit süßen Dingen? Also so wie ich es kenne aus dem Indischen, sind die mit Kartoffeln gefüllt. Ja. Die Kartoffeln werden gewürzt mit hauptsächlich Curry und Senfsamen, also richtig fein und Curryblätter. Schmeckt richtig lecker, habe ich auch schon mal gemacht. Und ja, mit einem Chutney dazu, Mango-Chutney. Ja. Das ist richtig fein. Ja. Oder du kannst sie so belassen und vielleicht zu einem Curry essen. Ja. Ja. Also der Teig ist ein bisschen dünner. Was wir später hinzugeben, also jetzt, bevor wir den Teig gebrauchen, ist Salz. Bisschen nach Gefühl. So, Gefühl ist sehr wichtig beim Kochen. genau. So, jetzt backen wir unsere Also ich habe die Pfanne mit ein bisschen Olivenöl ausgestrichen und ich Ja. nehme immer ein Papier und Ja, wische nochmal aus. Also wirklich nochmal ein dass es Papier. nicht zu fettig wird. Genau. Und es reicht einmal, wenn du Öl reingibst und beim zweiten brauchst du das gar nicht mehr. Ja. Wobei die Inder, die machen dann, wenn der Teig drin ist, machen dann überall noch Öl drauf, aber das denke ich, lassen die wir mal indische weg, Küche oder? ist sehr fetthaltig. Ja. Genau. Und hier, Das unterscheidet dann wieder zu Anthony William Ernährung. genau. Das ist auch das, was ich immer gefragt wird zu Ayurveda. Ja, aber wie verbindest du das? Und es ist dann halt einfach fettarmes Ayurveda. Super. Ja. Mal gucken, wir werden jetzt hier mal einen Test machen. Ja, ich bin gespannt. Und hier gibt es eine ganz spezielle Technik. Ja. Mal gucken. Ah, das gibt dann auch so Bläschen, hä? Das ist mal ein Test, okay? Ja, wir ja, wir testen testen. den und Sonst gehen Der wir erste zu ist deiner meistens- Platte rüber. genau. Doch, das schaut doch gut aus. Ich brauche noch relativ lange in der Pfanne.
Lucia, ich freue mich so auf den nächsten Schritt, das Befüllen des Dosas. Was haben wir hier? Wir haben Rucola, Käse. Ursprünglich war hier der Käse von New Roots, also der Camembert geplant, weil ich finde, das schmeckt fast noch am besten, aber war ausverkauft. Jetzt verwenden wir diesen hier, vegan natürlich. Zucchini, Auberginen und unser Hummus, den wir gerade gemacht haben. Also wir schnappen uns die Dose und schneiden die ein. Genau. So, da lang. Auf der einen Seite Hummus. Dann Gemüse. Das sieht Hast aus. du da auch noch schöne Kräuter drauf? Ja, genau. Rosmarin. Oh, Rucola ist so lecker. Ich Rucola. mag dieses Würzige. So, Und den veganen Käse. genau. Und ist der ganz Anthony William-konform? Das ist ja immer mega schwierig beim Käse, gell? Das ist schwierig, genau. Also ich glaube, es hat Aroma mit drin. Ja. Also dann Also ist es schon nicht ist mehr. es eine Ausnahme. Genau. Wir machen heute eine Ausnahme. Ja, das ist so cool an Gell? dem Camembert-Käse. Der ist total clean. So, Ja, lecker. Wow. ich habe gefüllt. Und das kommt gefaltet. jetzt so auf den Grill. Genau. Wie so ein Burger Patty wird das Richtig. jetzt gegrillt. Wird dann von beiden Seiten? Von beiden Seiten, genau. Ja. Genau. Mega. Und dann haben wir noch einen Salat, oder? Genau, den Salat haben wir. Ich habe ja schon das meiste vorbereitet. Ich habe hier schon Tomaten geschnitten, Ja. die Pfirsiche. Unser Dressing ist auch fertig. Unser Dressing ist fertig. Es ja. braucht im Grunde nur noch ganz viel Basilikum. Ich pflück das einfach hier schnell ab. Der Basilikum, der riecht auch immer gerade so stark, wenn man den abzupft. Ich liebe das. Ich auch. Dann wirst du diesen Salat auch lieben. Perfekt. Also, Ja, mit dieser leckeren Orange Erdbeer-Pistaziensoße. Das hatte ich noch nie. genau. Bitte jetzt schön. Du einfach darfst einfach einmal ein bisschen. drüber. Genau, Ein bisschen nur. genau. So Die viel ganze du. Soße drüber. Wow, das sieht so gut aus. Den Salat mischen. Und fertig ist der Salat. Wenn man das jetzt ein bisschen schöner haben möchte, verwende ich einen Teller, ein bisschen Dressing. Genau, und ich nehme hier einfach eine Tomate raus. Das sieht ja aus wie im 5-Sterne-Restaurant. Tomate. Nektarinen sind es, was ich Pfirsiche sagte. Es sind Nektarinen. Schau, und ich hätte es nicht mal gemerkt. Was für eine Assistentin. Dann ein bisschen Basilikum. Genau, ein bisschen Pfeffer noch. Und dann sieht das gleich ein bisschen feiner aus. Ich habe hier noch geröstete Pinienkerne. Die können wir auch noch mit drauf geben. Oh, das ist auch Und dann hat man wirklich schönen Salat am Teller und hier in der Schüssel. Wow. Okay, das heißt, die leckeren Sachen kommen jetzt auf den Grill. Was haben wir alles? Wir haben jetzt die Grillspieße. Die kommen ungefähr für 10 Minuten auf den Grill. Es kommt natürlich darauf an, wie heiß der Grill eingestellt ist, mit Deckel oder ohne Deckel. Aber sie sollen einfach am Ende wirklich eine schöne, ja, braune Farbe haben. Also ich denke, man sieht, wenn sie fertig sind. Bestimmt. Im nächsten Schritt haben wir die gefüllten Zucchini-Taschen. Die würde ich ungefähr 20 Minuten am Grill lassen. Aber auch hier sieht man an der Farbe, ob sie fertig sind. Zu Zucchini-Taschen und zu den Grillspießen würde ich die Cocktailsauce servieren. Für auf den Grill
haben wir noch die gefüllten Dosas. Die werden so richtig knusprig, wirklich so mittlere Grilltemperatur und immer wenden, also von beiden Seiten, bis sie richtig knusprig sind. Aber dauert wahrscheinlich auch in etwa 15 bis 20 Minuten. Oh, das wird richtig lecker, weil der Käse dann auch so schön schmilzt, gell? Genau. Und mit dieser Cocktailsoße, dem Salat und Früchte hast du auch noch. Genau, was ich sehr fein finde für auf den Grill, Ananas, das sind Pfirsiche und Wassermelone. Lecker. Ja, und die auch etwa 10, 15, 20 Minuten auf den Grill. Ja. Und fertig. Ahornsirup zum Schluss drüber und ja. Oh, das war so lecker. Ich fühle mich so erquickt. Danke, Lucia. Ein veganes Grillen und es ist so wie Grillieren, so wie man es sich vorstellt. Es roch so, es hat sich so angefühlt, dieses Beieinander, dieses Miteinander. Es war einfach so lecker. Vielen, vielen lieben Dank, Lucia. Ja, danke euch. Es hat mega Spaß gemacht und es war lecker, ja. Und eins meiner Highlights, und das musst du mir jetzt noch verraten, was war in diesem leckeren Saft drin? Was war das für ein Getränk? Ja, ein Zaubergetränk. Ja. Brombeeren, Ja. Limettensaft, Ingwer, Ahornsirup und Wasser. Alles gemixt und durch ein Sieb und fertig. Mega. Und wenn du dir das jetzt nicht hast merken können, gar kein Problem. Im Beschrieb findest du die ganzen Rezepte dazu. Wir freuen uns sehr, wenn du es nachkochst und auf deine Kommentare. Gib uns dein Feedback und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke, Lucia, dass wir bei dir sein durften. Danke euch. Danke euch. Ciao. Tschüss.